Ging es dir auch schon einmal so? Du investierst viel Zeit für die Planung einer Lehrveranstaltung. Du überlegst dir sehr sorgfältig, was die Studierenden bei dir lernen sollen. Du gestaltest Präsentationen und versuchst mit aktivierenden Elementen Schwung in die Lehrveranstaltung zu bringen. Deine Studierenden hingegen zeigen wenig Interesse und haben keine Lust mitzuarbeiten. Für sie zählt anscheinend nur, am Ende eine gute Klausurnote zu haben. Genauso ging es Professor Müller früher. Professor Müller lehrt Statistik in verschiedenen Studiengängen und seine Frustration wuchs. In seiner Vorlesung versuchte er über einen Lehrvortrag möglichst viele Inhalte an seine Studierenden weiterzugeben. Ab und zu stellte er auch Quizfragen zur Wiederholung der Inhalte. Daran beteiligten sich jedoch nur wenige Studierende, weshalb er diesen Versuch der Aktivierung auch bald wieder einstellte. Egal wie ausführlich er in seinem Lehrvortrag auf einzelne Themen einging, die Studierenden wussten bei seinen anwendungsbezogenen Prüfungsfragen einfach nichts damit anzufangen. Zwar gelang es den meisten gerade noch so, Definitionen wiederzugeben, doch die Berechnung von statistischen Größen bereitete nahezu allen Studierenden Schwierigkeiten. Sehen wir uns diese Situation aus Sicht seiner Studierenden an. Wie viele ihrer KommilitonInnen möchte Nina eine gute Abschlussnote in der Lehrveranstaltung erreichen, um später mit einem guten Zeugnis bessere Jobchancen zu haben. In der damaligen Vorlesung von Professor Müller fand sie aber einfach keine Orientierung, was sie lernen soll. Sie fühlte sich mit Blick auf die anstehende Prüfung überfordert. An den Quizfragen beteiligte sie sich nicht, da sie deren Relevanz für die Prüfung einfach nicht sehen konnte. Kurzum, auch Nina und viele ihrer KommilitonInnen waren in dieser Vorlesung sehr frustriert. Wo aber liegt das Problem? Professor Müller und Nina gingen mit unterschiedlichen Ausgangspunkten in die Lehrveranstaltung hinein. Professor Müller hat sich im Vorfeld überlegt, welche Inhalte er den Studierenden gerne nahebringen möchte und plante auf dieser Grundlage seine Lehrveranstaltung. Wie er seine Prüfung dazu gestaltet, war für ihn zunächst zweitrangig. Für Nina hingegen hat eine gute Prüfungsleistung oberste Priorität, weshalb sie ihr Engagement für die Lehrveranstaltung vor allem auf Basis der Prüfungsanforderungen planen möchte. Am Hochschuldidaktischen Zentrum seiner Hochschule ist Professor Müller im vergangenen Semester auf ein Seminar zu Constructive Alignment gestoßen, das ihm bei der Planung seiner Lehrveranstaltungen helfen sollte. Mit der Ausrichtung seiner Lehrveranstaltung an den Grundsätzen dieses Ansatzes läuft es tatsächlich besser. Die Studierenden beteiligen sich mehr an der Lehrveranstaltung und machen sich weniger Sorgen um die Prüfung. Dies spiegelt sich auch in den guten Prüfungsergebnissen wider. Sowohl Professor Müller als auch die Studierenden sind seither wesentlich entspannter. Was hat er aber nun anders gemacht? Und wie kannst auch du von diesem Ansatz profitieren? Constructive Alignment ist ein Ansatz zur Planung von Lehrveranstaltungen und geht auf den Psychologen John Beeks zurück. 3 elementare Faktoren der Lehrveranstaltung werden dabei aufeinander abgestimmt. Das sind Lernziele, Prüfung und Lehr- bzw. Lernmethoden. Du als Lehrperson musst dir nach diesem Ansatz also überlegen, welche Lernziele sollen meine Studierenden durch den Besuch meiner Lehrveranstaltung erreichen können? Und wie tief sollen die entsprechenden Verarbeitungsprozesse sein? Mit welcher Prüfungsform kann ich die Erreichung dieser Lernziele beurteilen?
Und mit welchen Lehrmethoden kann ich die Studierenden bei dem erfolgreichen Ablegen der Prüfung bzw. bei der Erreichung der Lernziele unterstützen? Wenn du die 3 Elemente gut aufeinander abstimmst und diesen Prozess transparent machst, erhalten deine Studierenden mehr Orientierung zur Planung ihrer Lernaktivitäten und ihres Engagements in der Lehrveranstaltung. Wenn die Studierenden eine gute Prüfungsleistung ablegen wollen, werden sie bei einer entsprechend geplanten Lehrveranstaltung nicht umhin kommen, genau das zu lernen, was du als Lehrperson als wichtig erachtest. Zurück zu Professor Müller. Er hat seine Lehrveranstaltung auf Basis der Grundsätze des Constructive Alignment überarbeitet. Dabei hat er festgestellt, dass er seinen Studierenden bislang keine Anhaltspunkte dafür gegeben hatte, welche Ziele er mit der Lehrveranstaltung verfolgt und wie die Prüfung aussehen wird. Auch seine Methoden waren bisher nicht auf die Prüfungsfragen abgestimmt. Er beginnt nun die Lehrveranstaltung mit einem kurzen Überblick über die Lernziele und stellt dar, wie diese am Ende des Semesters in der Prüfung aufgegriffen werden. Damit seine Studierenden in der Prüfung die Aufgaben zur Berechnung von statistischen Größen besser lösen können, setzt Professor Müller entsprechende Methoden ein. Seine Lernziele, die Prüfung und die Lehrmethoden hat er dadurch aufeinander abgestimmt. Professor Müller hat den Mehrwert der Veranstaltungsplanung nach Constructive Alignment erkannt und möchte nun auch seine weiteren Lehrveranstaltungen danach überarbeiten. Wage auch du einen Versuch.